Hallo, schön, dass du da seid. Wir sind Verena und ich bin die Nati vom YouTube-Kanal Doppelt hält besser. Und bei uns dreht sich alles um den Dialekt in Österreich, aber auch um die Traditionen, um die Kultur und um die Leute in Österreich. Heute wollen wir was Neues ausprobieren mit euch. Und zwar, wir reden das ganze Video nur im Dialekt und ihr versucht es so viel wie möglich zu verstehen. Genau, ihr versucht es also einfach gut zuzuhören und so viel wie möglich zu verstehen. Legen wir los? Legen wir los. Was bedeutet der Dialekt eigentlich für dich? Ja, für mich ist der Dialekt einfach wirklich meine Muttersprache oder so, wie ich halt groß geworden bin. Wir sind im Dialekt aufgewachsen, Mama und Papa sprechen im Dialekt, die ganze Familie spricht im Dialekt. Das war für mich einfach immer die Sprache, die daheim gesprochen worden ist. Das dementsprechend heißt für mich auch daheim. Und der Dialekt ist nach wie vor einfach das Authentischste auch für mich. Also da fühle ich mich am authentischsten. Ich kann im Hochdeutsch oder im Standarddeutsch sprechen. Es fühlt sich mittlerweile nicht mehr so komisch an, aber es ist nach wie vor der Dialekt das Authentischste irgendwie. Das. Ja, auf jeden Fall, ja. Hätte ich auch gesagt. Überhaupt auch, wenn es ja um was Emotionales geht, ja. Angst oder sehr, sehr schöne Emotionen auch. Ich finde, das drückt man ganz automatisch auch immer im Dialekt aus. Das kommt irgendwie ganz automatisch aus einem raus irgendwie. Genau. Und wir haben da schon mal geredet. In der Schule ist es bei uns so, dass man Präsentationen in Standarddeutsch dann machen muss oder lernen muss, dass man im Standarddeutsch redet. Das war am Anfang für uns beide, glaube ich, ein bisschen komisch. Ja. Und man hat sich wirklich erst daran gewöhnen müssen, im Standarddeutsch zu sprechen, Präsentationen zu halten. Ich glaube, wie geht's dir da? Heute ist es nicht mehr so, würde ich sagen. Genau, man gewohnt sich eigentlich dran. Aber ich kann mich erinnern, wie ich dann einen Deutschunterricht gegeben habe oder noch gebe. Und am Anfang war das aber wirklich eine Umstellung, mich selber im Standarddeutsch zu hören. Das war wirklich was Komisches für mich. Man gewohnt sich an alles, aber ja, es ist immer nur so das Automatischste, womit man sich wahrscheinlich wirklich am besten identifiziert, ist wirklich der Dialekt. Dialekt, ja, für mich auch. Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass der Dialekt überall ist, vor allem am Land. Würde ich sagen, in den Städten trifft man mehr Leute, die Standarddeutsch sprechen oder mehr nach der Schrift, wie man sagt, sprechen, als am Land. Aber nach wie vor, Dialekt ist überall. Ja. Und auch natürlich, du findest das in den Medien, du findest das in der Musik. Was fällt dir noch ein? Ja, im Fernsehen, es gibt regionale TV-Sender, genau, Radiosender, wo wirklich der regionale Dialekt auch ganz normal übertragen gesprochen wird. Musik war ein gutes Beispiel. Austropop passt es eben. Da haben wir schon mal ein Video dazu gemacht. Es gibt in Österreich wieder, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr beliebter, diese Musik von Österreicher und Österreicherinnen und vor allem, im Dialekt. Genau, die im Dialekt gesungen werden. Und mir kommt auch vor, dass immer mehr junge Leute auch das wieder mehr aufleben lassen. Genau, es wird wieder moderner Dialekt zu sprechen, habe ich das Gefühl. Genau. Weil es schon auch ab und zu so ein bisschen stigmatisiert werden kann, dass man sagt, okay, man wird als dümmer wahrgenommen oder vielleicht nicht ganz so gebildet, wenn man im Dialekt spricht. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine Entwicklung, wo man das mehr wertschätzt. Ja, war ein gutes Stichwort. Auf der einen Seite ist nämlich der Dialekt eben kommt wieder mehr in Trend, wird mehr geschätzt. Auf der anderen Seite ist schon noch, glaube ich, immer wieder mal, dass dass der Dialekt, man wird so abgestempelt, man kommt vom Land und da ist man eher ein bisschen, die dümmliche, ist ja generell jetzt gesagt, stimmt natürlich auch nicht immer, aber glaube ich schon, dass da oft noch ein bisschen Tendenz gibt, wenn man im Dialekt spricht, wird man als einfacher wahrgenommen. Ja, das stimmt. Das nehme ich auch so wahr. Und natürlich dann gibt es auch, finde ich, so wenn man durch die Straßen geht, findet man immer wieder, das haben wir schon Videos dazu gemacht, so Alltagssachen auf Schütteln, das was im Dialekt steht, oder wenn man irgendwo auf Verpackungen, dass da irgendwas draufsteht im Dialekt, so einzelne Wörter. Also und in der Werbung auch viel. Also es wird schon viel gespielt im Dialekt in der Medienlandschaft. Auf jeden Fall. Schaut euch da gerne unsere Videos dazu an. Wir haben da wirklich jetzt schon viel Alltagsbeispiele, Videos gemacht und da könnt ihr auch voll gut Dialekt lernen. Genau. Grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, dass wir schon die meisten Dialekte untereinander verstehen, aber
wir haben das schon mal erklärt, es gibt ja in Österreich 2 verschiedene Dialektgruppen sozusagen. Unser Salzburger Dialekt kommt ja von der bayerischen Dialektgruppe und dann gibt es nur den alemannischen Dialekt, der eben in Vorarlberg, teils Tirol gesprochen wird. Und da muss ich auch sagen, tue ich mir oft schwer, dass ich wirklich verstehe, was gemeint ist. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt schon sehr lange nicht mehr Vorarlbergerisch länger gehört. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da nicht alles verstehe. Also wahrscheinlich kriegt man so das grobe mit, aber ich glaube nicht, dass ich den wirklich komplett verstehen würde. Wenn jetzt ein Vorarlberger wirklich schnell auch vielleicht redet, glaube ich nicht, dass ich das verstehen würde. Ich habe letztens gerade ein Interview im Schweizerdeutschen geschaut und ich habe grundsätzlich verstanden, um was es geht. Muss aber auch zugeben, ich habe mich sehr konzentrieren müssen und ich habe auch natürlich nicht alle Wörter, nicht alle Ausdrücke kennt, auf jeden Fall. Und es geht uns ja jetzt auch bei den anderen bayerischen oder die Dialekte in Österreich, die man zu den bayerischen Dialekten zählt, geht es uns ja auch so jetzt schon, dass es einfach auch Wörter, lexikalische Unterschiede gibt. Das wäre, mir fällt jetzt auch gerade in der Steiermark, sagt man glaube ich Spatzen zum Muskelkater und das habe ich zum Beispiel gar nicht kennt. Also es gibt auch in die ähnlicheren Dialekte, die dem Salzburgerischen ähnlicher sind, gibt es auch extrem viele Wörter, lexikalische Unterschiede, regionale Unterschiede, die ich auch nicht verstehe. Genau. Also, mir fällt jetzt auch gerade ein, das Gasteinertal ist ja eigentlich in Salzburg, im Bundesland Salzburg, nicht weit von unserer Heimat, in der Nähe von der Stadt Salzburg weg. Und ich kann mich da erinnern, als Kind haben halt welche im Gasteinertal gesagt, hast zugelost. Und ich habe mir da immer gedacht, was heißt zugelost? Bis ich draufgekommen bin, dass das im Zuhorchen, Zuhören ist. Also wirklich innerhalb von kleinen Regionen können da schon so große Unterschiede sein. Ja. Also für uns natürlich super spannend. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, man versteht sie in Österreich. Also man kann und auch meistens, wenn Leute jetzt wissen, okay, da kann es vielleicht zu Schwierigkeiten, Verständigungsschwierigkeiten kommen, können die meisten auch wirklich ins Standarddeutsch irgendwie so switchen und also dass man jetzt wirklich nicht kommunizieren kann miteinander, das passiert eigentlich nicht. Genau, ist mir noch nicht passiert. Ja, das war's mit dem heutigen Versuch. Wir hoffen, ihr habt alles gut verstanden und auch viel gelernt. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat in den Kommentaren. Da machen wir gerne nochmal so eine Folge zu einem anderen Thema. Danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie immer, bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.